Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Yes! Mein Name ist Dennis immer noch, aka Fragrance Talk aus Hamburg. Yes! Düfte der Woche sind wieder zurück. Euer Lieblingsformat oder von vielen jedenfalls. Seitdem ich ja meine Karriere auf YouTube angefangen habe, gibt es dieses Format. Ich habe es jetzt eine ganze Weile nicht gemacht. Das sollte auch so sein. Und es wird jetzt nicht jede Woche kommen, aber es ist nicht weg. Natürlich nicht. Düfte der Woche. Ach, yes, ja. Ja, dann wollen wir mal Gas geben, oder? Der erste Duft ist Pegasus Exclusive. Yes, Pegasus Exclusive ist für mich, also der Herbst ist so geil für diesen Duft. Ich muss diesen Duft immer im Herbst tragen. Das ist einfach so. Warum ist, ich kann es nicht sagen. Es ist einfach geil. Oh, ist der männliche, der maskuline, der bisschen gestyltere, der geilere Bruder, erwachsene Bruder vom normalen Pegasus. Der normale Pegasus ist geil, metallisch und Mandel, aber hier habt ihr einfach mehr. Hier habt ihr die cremige Mandel, das metallische ist weggenommen, Oud dazu. Damit fängt schon an, sehr, sehr geil. Kardamom und Pfeffer kommen dann noch dazu. Im Endeffekt aber schöne Mandel, Vanille natürlich auch noch dazu und Oud im Background, ganz entspanntes Oud. Wow, sehr geil. So, Pegasus Exclusive muss eigentlich in jede Sammlung, oder wenn ihr auf jeden Fall Parfüms Mali-Fans seid, ja, dann darf der Duft nicht fehlen. Ich finde, viele sagen, sie mögen diesen Duft nicht. Ich kann das gar nicht verstehen. Gerade im Herbst, muss gar nicht Winter sein. Im Winter ist wirklich das Original auch angesagt, aber irgendwie jedes Mal flasht er mich. Ich habe ihn letztes Jahr zum Beispiel auf Sylt getragen und jetzt dieses Jahr hier, geil, absolut nice und auch schöner Flakon. Sieht sehr luxuriös aus und wie gesagt, ist auch schwer für die Leute, die Parfüms Mali noch nicht kennen. Sehr schwere Flakons, beziehungsweise der Deckel ist fast schwerer als der Flakon. Also immer darauf achten, ne, wenn ihr sowas kauft. Also kauft bei einem richtigen Händler. Ja, Pegasus Exclusive. So, der nächste. Ich habe ihn lange nicht getragen und das ist einer der besten Tom Ford Düfte. Aktuell weiß ich nicht, wie er ist. Ich habe den schon ein paar Jahre und ich weiß, aktuell ist Tom Ford zum Vergessen. Warum auch immer, deswegen geht das auch viel an mir vorbei. Aber ich habe, oder die Düfte, die ich habe vor ein paar Jahren, sind einfach noch nice. Da war Tom Ford geil und die Leute, die von Anfang an hier sind, wissen, dass ich Tom Ford Fan war. Und natürlich die Düfte, die ich noch habe, da bleibt es so. Und hier Tobacco Oud. Wow. Einer der besten Tabakdüfte, die es überhaupt gibt. Das muss man natürlich mögen. Und der ist auf die Fresse. Oh, also Tabak bis zum Abwinken, schon ein bisschen Aschenbecher-Style und dann das Oud holzig dazu, Sandelholz natürlich dabei, deswegen holzig und der kommt einfach 13, 14, 15, 16 Stunden richtig auf die Fresse. Ganz ehrlich, der ist stark. Der produziert wirklich, weiß ich nicht, 8, 9 Stunden ist der richtig präsent. Jedenfalls bei mir. Also der Duft funktioniert, kann man aber nicht überall tragen. Kann man schon. Macht, was ihr wollt. Aber ja, ich glaube, er ist aber leider eingestellt worden. Aber gleich für die Leute, die meckern, ich stelle eben ja auch Düfte vor, die eingestellt sind, weil man kann sie eben noch kaufen. Und es gibt eben eine bestimmte Internetseite, da könnt ihr auf jeden Fall den Duft, wenn er denn im Zug verkauft wird, auch ersteigern, wollte ich sagen, sondern kaufen. Und ja, falls er denn eingestellt wurde, oder alle Düfte, die eben eingestellt sind, die müssen mir auch nochmal vorgestellt werden. Vor allen Dingen sind das Düfte der Woche, wenn ich die Düfte trage. Ja, dann habe ich sie. Tobacco Oud, mehr muss man nicht sagen. Ja, Tobacco Oud, der haut auf den Hut. Also ihr kriegt wirklich was auf die Glumse, also auf die Birne. Und ja, der ist geil. Also der ist geil. Aber das muss man mögen. Ist für mich einer, wenn es um Tabakdüfte geht, einer der besten Tabakdüfte überhaupt. Aber wie gesagt, der ist extrem stark und richtig Tabak. Nicht irgendwas mit süß. Da ist nichts Süßes drin. Richtig Tabak in the face, auf die Fresse. Absolut geil. So, als nächstes haben wir den ganz neuen Brand New Duft von Schwarzlose Berlin. Er heißt Etrango, wenn richtig ausgesprochen. Etrango, yes, hier haben wir ihn. Die Flakons schauen im 50 ml ja optisch immer gleich aus. Und ja, es ist ein Duft. Wie soll ich den beschreiben?
Ich finde ihn geil, aber gleich, das muss wirklich gesagt werden, das ist, glaube ich, nicht für jedermanns. Obwohl, wenn ich jetzt gleich sage, was für Inhaltsstoffe das ist Eichenmoos zum Beispiel drin und Kümmel. So, und jetzt würden viele sagen, ja, no way. Aber dieser Duft hat eine schöne, cremige, zitrische Frische. Und dieser Kümmel ist nicht so, wie ihr Kümmel kennt. Nein, sondern einfach so ein bisschen im Background nur. Was heißt bisschen? Also ich nehme nicht wirklich viel Kümmel wahr. Ich jedenfalls nicht. Vielleicht meine Nase aber auch schon abgehärtet. Auch Eichenmoos ist nicht erdig, ist alles so, ist ein grüner, frischer Duft, das schwingt alles, es ist gut zusammengefügt, zusammengerührt, der ganze Juice, und das ist irgendwie, ja, das finde ich geil. Und Oldschool Touch, weil viele würden mich jetzt wahrscheinlich fragen oder in den Kommentaren, ich kenne euch ja, hat der Oldschool Touch? Nein, finde ich nicht. Wie gesagt, frischer, grüner, würziger Duft. So kommt dieser neue Duft rüber. Dann kommt dazu noch Jasmin. Er ist auch ein bisschen blumig. Bergamotte bin ich auch der Meinung. Und Safran. Ich finde, dass man den Safran noch am besten wahrnimmt. Also, was heißt am besten? Das ist auch ein bisschen bla. Alles zusammen. Ich finde, der ist gut geworden. Wirklich gut. Ihr solltet ihn auf jeden Fall mal unter einen Riechkolben führen und ihn testen. Ein Test ist er auf jeden Fall wert, und ich finde auch, ihr bekommt da gute Qualität. Ihr habt auch hier ja, 7 Stunden, 7, 8 Stunden was von. Das ist kein brachialer Duft, das ist vielleicht auch positiv. Ich bin auch der Meinung, den kann man, was heißt, ich bin der Meinung, den kann man im Büro tragen, und ja, geiler Duft. Ja, Etrango. Eau de Parfum, yes, kommt gut, Schwarzlose Berlin. So, als nächstes haben wir den Enigma von Raja Parfüms. Ja, das Cologne im Endeffekt, das heißt nur Cologne, das ist ein Eau de Parfum, was hier drin ist, und er ist fast, also sag ich mal 95%, und das sagt schon viel, am Parfüm dran. Das Parfüm ist tiefer, ein bisschen stärker, aber was heißt stärker? Also dieser Duft hält bei mir 13 Stunden. Ich nehme den wirklich nach 10 Stunden auf der Couch, wenn ich dann wieder da bin, wenn ich wieder back bin zu Hause. Kann ich nur sagen, dass ich ihn noch rieche. Sehr geil. Und für mich auch einer der besten von Raja Parfüms, überhaupt einer der besten ja, was heißt Winterdüfte, besser gesagt. Die Coca-Cola-Note, die ihr hier habt, ist von allerfeinsten. Ich kenne noch nicht, da gibt es jetzt von Mancera, glaube ich, einen Coca-Cola-Duft, keine Ahnung, wie der ist. Ich glaube nicht, dass er besser ist, weil das ist hier Qualität. Ich sage es immer wieder, ich muss es einfach erwähnen, das ist zwar noch die günstigste Line mit, ich glaube, 280 Euro, 100 ml. Dass Raja Parfüms einfach, also Raja macht geile Düfte. Die sind von der Qualität einfach bombastisch. Gut, man merkt das einfach. Da kann auch, was weiß ich, da können viele sülzen. Es ist einfach gut. Es ist einfach perfekt. Und ja, der kommt richtig gut. Wie gesagt, ihr habt was leicht Frisches, dann Würziges, und die Coca-Cola-Note, die hier rüberkommt, ist einfach unschlagbar. Ihr habt einfach eine Coca-Cola-Note. Es ist nicht gelogen, wer den noch nicht kennt. Ja, wenn ihr einen extrem schönen Duft haben wollt, ja, und wenn ihr mal mehr Geld ausgeben wollt, wenn ihr in die Nische vielleicht, das habe ich noch nie gesagt, aber wenn ihr vielleicht Anfänger seid und in die Nische oder beziehungsweise noch keine Nischendüfte habt, ist das, testet, was heißt testen? Ja, auch testen, den kann man auch, ich glaube, die stehen sogar im Laden, bei manchen selbst, bei den D, ne, die perforieren mit den D ab und zu mal, könnt ihr hier mit einsteigen, weil erstmal 279 Euro, zweitens sehr gute Haltbarkeit, drittens gute Silage, viertens Qualität von allerfeinsten, von hohem Niveau, ganz oben. Ja, Enigma Parfüm Cologne, yes. So, und dann haben wir, ja, ich sage ja immer, den sehr speziellen Oud-Duft, Boss Bottle Oud, das Eau de Parfüm. Für mich riecht kein Duft so wie dieser, oder kein Oud-Duft riecht so wie dieser Oud-Duft von Boss Bottle. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich ist es der Safran und das Saure. Zwar der Apfel, das muss grüner Apfel sein. Apfel, Safran, Oud. Boss Bottle, nochmal, ich muss es immer wieder erwähnen, werbt mit Original-Oud. Es soll echtes Oud drin sein. Aber dann wird es wenig sein. Latte, trotzdem da. Vielleicht ist es auch ein Anfänger-Oud.
auch hier, wenn ihr noch nicht sowas habt, könnt ihr mit Boss Bottled Oud anfangen. Aber ich muss sagen, weil ich es eben eingangs erwähnt hatte, das ist ein anderes Oud, der riecht anders. So, das heißt, ihr könnt es mal einsteigen, ist ja keine Nische. Ne, ich sage, das war jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, Boss Bottled ist ja keine Nische, aber wenn ihr mit Oud, hatte ich Nische überhaupt gesagt? Nee, ne? Was laber ich hier eigentlich? Wenn ihr mit Oud anfangen wollt, hatte ich ja, glaube ich, gesagt, dann könnt ihr mit dem gut anfangen. Ihr könnt auch mit Tom Ford, ist auch allerdings keine Nische, aber ist egal, Oud ist Oud, mal synthetisches, mal echtes, aber gut, echtes Oud ist meistens in Nischendüften logischerweise drin, weil es teuer wird. Ne? Normalerweise ist es dann sehr, sehr teuer, deswegen kann hier nur ganz wenig drin sein. Günstig ist er nicht, aber er ist eben anders, weil richtiges Oud doch schon ein bisschen ganz andere Ecken so ein bisschen aus dir rausholen, wenn du es noch nicht gerochen hast. Vielleicht auch Kuhster, wie ihr immer so da draußen sagt, ist speziell, aber Safran, Zimt, Apfel, Oud, der kommt richtig gut, reimt sich sogar. Also zum nächsten. Ja, und der nächste ist der letzte. Kommt von Maison Alhambra, ja, und heißt Brûlant Oud, wenn richtig ausgesprochen. Brûlant Oud, ja, das ist ein sehr, sehr floraler bzw. blumiger Duft. Der kommt den Amouage, Gold müsste heißen. Extrem nah, pervers nah. Und er ist dazu, oh, das ist, als wenn da, ich weiß nicht, was da drin ist, keine Inhaltsstoffe, aber ich nehme wirklich blumig, Iris durch diese, weil es sehr trocken ist, da muss Iris drin sein, blumige Trockenheit wie die Wüste und der hat eine bombastische Haltbarkeit und vor allem Sillage. Ich finde, ich weiß, dass das Original Gold von Amouage auch ein Monster war. Die Betonung liegt auf war in dem Fall. Der hat sie noch. Der ist so stark und kostet 20 Euro. Da haben wir es wieder. Maison Alhambra, Brûlant Oud. Also, müsst aber wirklich diesen bisschen Oldschool-Touch mögen, beziehungsweise diese Blumigkeit, Trockenheit, also wirklich trocken. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber trocken ohne Ende. Und ja, das waren so die Düfte, die ich getragen habe. Ja, das waren Düfte der Woche. Wann es wiederkommen wird, weiß ich nicht. Gucken, vielleicht nächste Woche schon, vielleicht aber auch erst in 2, 3 Wochen. Gucken wir mal. Schreibt mal runter, ihr kennt das Spiel. Jedenfalls für die Eingesessenen. Was sagt es zu den Düften? Habt ihr sie auch? Was habt ihr so getragen die Woche? Und für alle Neuen übrigens, wenn ihr hier bleiben wollt, dann macht das besser. Weil hier seid ihr einfach auf den geilsten Parfümkanal, mein einzig wahren Fragrance Store. Jo, alles klar, dann haut rein. Peace.